Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar hat Mind ein neues Video hochgeladen, also Bricks by Mind. Das ist so ein cooler Kanal, der macht so Mocks mit Ninjago-Sets und Ninjago-News und alles mögliche bei Ninjago, aber auch andere Sachen, so Reviews von irgendwelchem Shit und ja. Sein neuestes Video ist I fixed a Ninja combo vehicle by combining it with another set. Das Ding ist, er hat sich als Ziel gesetzt, dass er einen Mock machen will mit jedem Lego-Set, jedem Lego Ninjago-Set, das dieses Jahr rauskommt. Jeder hat er so mehr Elemental Power Max und sowas gebaut mit Teilen von den anderen Sets. Und hat so den riesigen Drachen und einen riesigen Mech kombiniert zu einem anderen riesigen Mech. Und anscheinend nimmt es jetzt das Ding hier vor. Ich habe keine Ahnung, was das sein sollte. Das ist das schlechteste Set dieses Jahr. Und anscheinend will das jetzt fixen, wie wir schon an dieser Seite sehen können. Sieht auf jeden Fall jetzt viel cooler aus. So. Warum ist die Auflösung so scheiße? Ja, das mal. Ja. Nur bitte. Jetzt habe ich doch 1080p, dann kann es funktionieren. Alright. Niemand interessiert. Alter, schau ich mal das Display da hinten an. Wie diese Steinmaschine. Wir haben dieses Ding von Toys R Us. Wir haben richtig viel Zeug natürlich da hinten. Der Legacy Ultraschall Raider liegt einfach auf dem Ultra Stealth Raider einfach drauf. Und stapelt Zeug aufeinander, das ist natürlich eine super Idee, Digga. This is the Ultrasonic Raider, Cooles one Teil. of the coolest vehicles ever in Ninjago. It first appeared in Season 1 in 2012, built by the Ninja to fight the Great Devourer, and was designed to be for all 4 original Ninjas. The vehicle has had multiple new versions since then, all the way up until this year, 2024. But the most recent 2 versions have been underwhelming, to say the least. And it seems like the Ninja agree, they were hoping for something a little bit more. Well, luckily for them, I'm here to help. Ich meine, wäre auch interessant, wenn man mal schafft, alle neuen Ninja in ein Fahrzeug reinzupacken. Ne? Ich glaube, das Set würde 1000 Euro kosten. Oh, das ist halt so ein Ding wie diese Megasort-Dinger, die jetzt so auf so Fake-Marken immer rausbringt. So diese kleinen. Und das so ein Set hat für was bei Lego 20 Euro werden. Und das hat man halt so kleine 2 Euro Polybags für jeden. Das wäre, glaube ich, keine gute Idee. Ich wette, man könnte vielleicht schon schaffen, für 100 Euro ein Set zu machen, wo alle 9 Ninja reinpassen. Und jeder kriegt so ein 10 Euro Fahrzeug. Und die Bösewichter vielleicht doch auch noch ein 10 Euro Fahrzeug. Und dann, ja, das wäre vielleicht cool. Let me give you and them a quick history lesson on the Ultrasonic Raider / the combo vehicle and why exactly we're doing this. The original version of the set back in 2012 was a great start. It looks super unique, and Zane's flyer on the back could separate, which was... So, die Ketten waren braun. Das war voll random. Voll cool. Ja. Die Farbe ist in dieser Welt ziemlich selten. Ansonsten haben wir noch hier gigantische Räder. Ton of fun. This wasn't perfect as it couldn't fit all 4 Ninja like it did in the show, but it was still a great set and a great start. Then in 2016 with Day of the Departed, we got our first new version, the Ultra Stealth Raider. This took everything that made the original Ultrasonic Raider so good and improved upon. Ja, nur die Waffen sind jetzt halt komplett anders. Diese Schallkanonen sind weg, diese Flammen da, die haben aber eh keinen Sinn gemacht. All 4 Ninja now had a separate seat and their own vehicles, with these 2 new bikes that attached Aber die Raubkette immer noch braun. to the sides. Although the vehicles looked great on their own, but fit so well together when combined. Despite being 8 years old at this point, this is still one of my favorite Ninjago sets of all time. In 2019, the Ninjago Legacy line was introduced. Ja. Hey, wie könnten wir ein Set upgraden? Wie wär's, wenn wir es einfach kleiner machen? Ja, ich check's nicht. Where they went back and remade old Ninjago sets, and from its onset, I was really hopeful for a Legacy Ultrasonic Raider. I mean, the Ultra Stealth Raider was so... Das Lustige ist, ich habe damals sogar versucht, einen Ultrasonic Raider zu machen im Style von den Legacy Sets. Also null so wie es eigentlich
in der Show ausgesehen hat. Random Funktionen einbauen, die keinen Sinn machen und irgendwie das Set halt einfach scheiße machen. Dann kam Legos Version raus und war noch schlimmer. Good, so how much better could an even newer version be? And in 2021, it finally happened. Das. Ich weiß auch, das war damals das schlechteste LEGO NINJAGO Set, das je rausgekommen ist. Neben dem Auto, das irgendwie auch nur so aussah wie eine Show und irgendwie hat die Funktion nicht richtig funktioniert, aber das hier. Das hier ist auf den ersten Blick, dass das absolut furchtbar ist. But unfortunately, it was a huge letdown. Instead of trying to make it more accurate to the show, such as allowing 3 Ninja to fit in the front seat, they reimagined it instead. The treads on the side could come off, just like on the Ultra Stealth Raider, but instead of being these really cool bikes, they were these weird sidecar things. Which I'll admit, I don't entirely hate. They're very silly, but they're definitely a huge downgrade. The bigger issue here was the play features, which barely worked. The wings on the flyer were quick to fall apart. Ja. Lego-Sets werden so einen Monat getestet. So, die werden, keine Ahnung, die werden rumgeschüttelt, um zu gucken, ob da alles stabil ist. Die Spielfunktionen werden so 30 Mal hintereinander benutzt. Und keinem ist das aufgefallen, oder wie? Wie ist dieses Set überhaupt auf den Markt gekommen, Digga? And the front cockpit didn't lock in place, so it was very easy to flip upside down accidentally. But then the biggest problem, there was no speakers on this build. The sonic part of the name Ultrasonic Raider comes from the fact that there are these giant speakers on the back to ja, deshalb habe ich auch beim Ultra Stealth Raider den Namen geändert. Fight the Great Devourer. The Stealth Raider got rid of them, and that's why it's not called the Sonic Raider, it's called the Stealth Raider. Ja. But the Legacy version is meant to be that same one from Season 1, and it's missing its most important feature. So all in all, this was a very... Und außerdem sieht es einfach aus wie ein Berg. So das Original war so richtig sleek und so down to what. Es war auf jeden Fall ziemlich flach. Und das Ding sieht aus wie ein Tor. disappointing set, and I was really hoping the next version would be better. Well, we got that set this year. Okay, es ist wieder flach. Dafür sind die Ketten jetzt halt so wie sie sind. Wir haben jetzt weniger weiß und mehr bunt, was alright ist. In 2024, and no, it was not better. No speakers again, but at the very least, this one wasn't called the Ultrasonic Raider, it was called the Ninja Team Combo Vehicle. Was natürlich ein viel besserer Name ist. But I think it overcorrected from the last version too much and went way too simple. Was für overcorrected, Digga. Es hat keinen einzigen Fehler korrigiert. The bikes on the side were better bikes, but they didn't really feel like they combined with the vehicle the way they did on the Stealth Raider. Yeah. Rather, they were just sort of tacked onto the sides. Yeah, the center section was stylistically all over the place with a race car body, but it kept the big treads at the front, which just felt mismatched. Yeah. And the flyer here was fine. Das neue Ninja Ultra Combo Vehicle hat 4 Fahrzeuge. Die Fahrzeuge. Das ist ein Zeitbild aus einem 20-Euro-Set. Wirklich, das sieht aus wie diese kleinen Fahrzeuge, die roten Leute bekommen haben in Galaxy Squad. Nur, dass es halt hässlich ist. Und als Spoiler für das große Teil fungiert. Ja, But it was our smallest yet, and just like the bikes, didn't feel like it properly combined. It just sort of got tacked on the top. The colors on this one I also really don't like. Immerhin sieht's hier so ein bisschen aus, als wäre es tatsächlich verbunden, weil hier so eine durchgehende Linie ist und nicht wie was auch immer hier abgeht. Und jetzt hat das Teil halt einen Spoiler und das passt so ein bisschen mit dem hier vorne. Also das kleine Ding passt auf jeden Fall besser ran als die Bikes, aber es ist halt trotzdem... Das ist doch kein Fahrzeug, Junge. With the previous versions, the vehicle had a very consistent color scheme of white, black, and a little bit of red, with small touches of individual ninja colors on the Stealth Raider. This is a big contrast to another type of combo vehicle. Ja, guck mal, das hier ist richtig cool. Gut, Jays Fahrzeug ist jetzt irgendwie scheiße, aber das Ding sieht gut aus. Ich weiß nicht, warum hier schwarz ist, statt entweder weiß oder rot, aber
called the combo mech, where every ninja vehicle has their own color scheme. I think both of these approaches are great ways to do it, and both work perfectly fine, but the combo vehicle sort of combines them together, and in my opinion doesn't look too great. The bikes stick to the white, just like on the previous Raiders, but the body is very green for Lloyd, similar to the combo mech. It all comes off as very disconnected and... Dann Soras Fahrzeug ist halt so halb weiß, weil es natürlich weiß schon im Color Scheme hat und dann ja, warum sucht er nicht hier? Das Weiß haben wir schon im Color, das steht schon im Color Scheme, dann das dunkelblau. Fehlt halt dieses Pink, aber not like one solid build like the other vehicles we just talked about. And then on top of all of this, the set is $90, the second most expensive of any of these, despite being by far the smallest. So while I love the Ultrasonic Raider and Ninjago and it's one of my favorite vehicles of all time, these last two versions have just been major letdowns. But if I combine these two versions together, could I make something that I'm maybe a little bit happier with? na gut. Well, let's find out. Mit mehr Teilen kann man natürlich immer was Besseres machen, ne? I bought 2 copies of the new combo vehicle, I because there's so forgot to few get parts I footage needed of to the use steel too, box. and 1 copy of the Legacy Ultrasonic Raider, and just Oh ja, die Box ist natürlich in super Zustand. using the parts from these 3 sets, I'm going to try to make a new Ultrasonic Raider that I'm actually happy with. Alright. I started by building up the Legacy Ultrasonic Raider because while I do have many issues with this set, I do think it's a decent foundation to work with. Alright. Specifically, I quite like the way the bikes slide out and the way the middle section transforms, even if I don't like those individual builds themselves. I got rid of the Ja, die kann entire man side natürlich pair nicht section upgraden. and rather built backwards to turn this into a bike like the Ultra Stealth Alright. Raider has. I used some Tactic pieces to do that and attached another wheel on the other end. Then I made a spot for a minifigure to sit on the bike and covered up Ja, das von den größeren. some of the Das sind die uglier Bikes von den- Tactic parts, including Uh-huh. adding this clip to whole Alright. minifigure Uh-huh. accessories. Now, the original Ultrasonic Raider is for the original 4 Ninja, Kai, Cole, Jay, and Zane. So I thought it would be kind of cool to build this one for the next 4, Lloyd, Nia, Aaron, and Sora. The official combo vehicle already almost does this, except it has Cole instead of Aaron. But luckily, both of them use orange, so it's very easy to just say that Alright. Cole's parts are for Aaron here. Aaron I ist halt nur ein bisschen apologize to Wildfire too. Maybe if we get another 3 Ninja in the future, I can... Clone Trooper, eine Schlange und was auch immer das hier ist. Tolles Ninja-Team, Alter. Warum ist ein Clone Trooper und warum sind 2 von denen noch bereits orange? a combo vehicle for her. But anyway, I added some blue parts to the bike to make Das it Cockpit slightly sieht ein bisschen lean towards komisch Nia, aus. but of course kept it mostly white and black. And then I built the exact same thing Alter. mirrored for the other side, but using orange for Aaron. Okay. Ich denke, man könnte die Cockpits noch ein bisschen flacher machen, aber ansonsten sieht das eigentlich I ganz gut aus. attached these to the body of the Legacy Ultrasonic Raider, Nice. and I was already happier with this than I was with the original version Ja. of the build, but there was still some work to do. Wir brauchen auf jeden Fall wir müssen auf jeden Fall den Jet noch reparieren, ganz Now, dringend. before I continue, I want to take a moment to thank this video's sponsor, FlexiSpa. Nope. Hier, gucken wir mal, ob das hier, bla bla. Werbung, Trends black to better match those previous versions, and it was very important for me to fix that loose cockpit, so I added a few studs to the body and a Alright. few anti-studs to the cockpit, Boom. so now it can be locked in place, Ist but so it's easy also to loose enough fix, to still Alter. be transformed. I also added some studs to connect to in its transformed version, so that's locked in place too. Boom. Finally, we come Episch. to the... Wait, is that the battle bus Oh from Gott. Fortnite? Dareth, how'd you get this thing? Bro, Dareth, was machst du in Fortnite? Don't worry about that, Bricks by Mind. It's me, Dareth. I just wanted to say I love your building challenge videos. And Super Voice Acting. wanted to tell everybody in the audience to make sure to leave a like on this video and Ah, ja, subscribe. ja. Because the more support these Die videos Likes. get, the more videos you can make Subscribe just like habe ich this schon. one, right? Yeah, I guess that's right. Anyway, I brought you this battle bus because I really want you to turn it into a ninja battle bus for me and the rest of the team. I guess I can Junge, den scheiß Battle Bus, den spreng ich gleich in die Luft. Is that Shadow the Hedgehog with you? Yeah, it's me, Shadow, me and... Junge, was ist hier los? Dareth und Shadow kommen da im Battle Bus, um zu sagen, dass sie liken wollen. I Okay. just wanted to say I was a huge fan of that Ryu mech you did a while ago. I would love to see more drag... Diese Shit, okay. Das Ding. Das erinnert mich irgendwie an Miraidon. Alter, was ist das? Mechs just like that one. Maybe one for the Leaf Dragon from the Tournament Temple City. Oh, you know what? That was actually on my list. I could do that too. Der passt eher zu Dareth, aber okay. I'll leave it up to you guys, the audience. Which would you rather see?
Should I do the Ninjago Battle Bus like Junge, wenn ich hier noch einmal diesen scheiß Battle Bus sehe, wirklich, ich nehme mein Like zurück, ich gebe ein Dislike. Dareth is asking for? Or should I make more Dragon Max like Shadow's asking for? Guck mal, das ist jetzt hier so wie Pokémon. Guck mal, hier haben wir Miraidon, haben wir noch Koraidon. Perfekt. Which Shadow, by the way, I don't know what you're doing here. You know this is a Ninjago video, right? Yeah, but Dareth brought the battle bus, so I don't see the issue. Alright, you know what? Get lost, you two. I have a video to Junge, das war die randomste Zwischensequenz, die ich je in einem Video gesehen habe. back to. The final section was the flyer, and while I kept the same like general shape, I changed this one up a lot. Oh mein Gott, das ist richtig cool. Themed around Sora, so I added a little bit of dark blue as well as some trans pink to represent her Right. element, because I imagine that in universe she built this entire vehicle. Alter, das ist ja richtig episch. So, wir haben jetzt plötzlich 6 von diesen kleinen Klingen hier, dann alle 4 von diesen großen. Die Flügel sind halt irgendwie ein bisschen komisch, aber ja. Und hier die Lautsprecher irgendwie. Gehen die Lautsprecher in die falsche Richtung? Ne, wir haben auf jeden Fall diese Shooter hier. Wir haben auf jeden Fall das zweite Cockpit noch von dem I anderen. used the trans black windshield once again, which I think looks much better, and I put some stud shooters on the top, just like our flyer from the combo vehicle. Finally, the wings of the back, I completely ditched the legacy system and entirely redesigned it. My Guck mal, das ist so ein Griff hinter. implementation isn't super complex, just 2 separate wing sections, and if you turn this red part in the middle, they can open up. I tried a few different versions of this, but this is what felt best. It's nothing amazing, but it feels a lot more stable than the legacy Ja, version's den beiden bricht nicht implementation. auseinander, You wenn can man also drin. swing the wings completely forward to give the flyer an entirely different look, which actually seems quite cool. Ja, das There's a ist few auch, ne? stickers in this section to add some more detail and also to fit Sora's theming. Oh, and most importantly, I added the speakers back in. Because I'm using limited parts, they're not perfect, but I'm glad I could get them in at all. Now I can attach this to the top, add a few spring-loaded shooters to the bikes, and we have my completed ultrasonic raider for Lloyd, Sora, Aaron, and Nia. Richtig They seem episch. really happy about it too, though it looks like the original Ninja and Wildfire feel a little bit bummed they were left out. Sorry guys, Komisch. maybe next time. I'm pretty satisfied with how this turned out. It's definitely nothing in comparison to the Ultra Stealth Raider. I think that's still by far the best one we've ever gotten. And as I Ja, aber das. Wenn man heute einen Ultra Stealth haben will, dann. Also auf Amazon kostet das Ding zum Beispiel einfach 700 Euro. said, one of my favorite sets to this day. But I certainly like my version a lot more than the original Ninja. Ich hätte mal eine interessante Idee, ja? Wenn du eins von jedem dieser 4 nimmst und dann versuchst, irgendwas krasses zu machen, Bonuspunkte, wenn du alle 9 Ninja in das Fahrzeug reinkriegst. Team Combo Vehicle or the Legacy Ultrasonic Raider. Alright. When I was making this video, I was debating whether or not it should be a building challenge where I limit myself to only using the 3 sets that I used in this video, or if I should just allow myself Ah, ich sehe das da. Das ist zum Beispiel etwas, was ich gar nicht mag. Finde einfach so scheiß Loch ist im Cockpit, Digga. to use any parts that I want. I decided to go with the challenge, and I'm glad I did because I think that's more fun. It gives me a lot more restrictions, but I think the end result still turned out pretty good. That being said, if I did have more pieces, there's a few small things I'd change. First, I'd get rid of all of the red in the build and replace it with white, black, or green. I tried to get rid of as much red as possible, but I also didn't have viable alternatives for a few pieces, so those remain. But yeah, my intent was not to have red as a part of the colors Ja, natürlich. scheme at all anymore. Green was meant to be a replacement for that red. I'd also want to increase the stability of the bikes when connected to the side of the build, because while it's strong enough for both play and for display, it's definitely weaker than the official sets and can break sometimes. On the same note, I think the connection system on the bikes could look a little bit prettier, maybe something more in line with how a Stealth Raider does it, because while I think this one looks great when connected, the platform on the side's a little weird when things are disconnected. Still though, doesn't look as bad as the Legacy one. Finally, I'd probably entirely redo the wings to make something more in line with the original set. Guck mal. Ja. Ultra Stealth Raider und der Ultrasonic Raider, original. Da drückt man hinten so auf so ein Ding und dann gehen die halt so nach außen. Beim Ultrasonic Raider ist nochmal ein bisschen cooler, weil damit ein bisschen mehr Technik gearbeitet wird. Aber beim Ultra Stealth Raider sind halt nur 2 Klingen. Aber das hier ist auf jeden Fall atrocious. I think that has the best version of it. That like fire shooting out would have been super cool, and it just has a really good opening and closing mechanism. And I like the tail on that flyer too. In fact, the Stealth Raider has that as well. Would have been nice to include that on my build. But now, let me know in the comments, what do you guys think of this build? Naja. Wie gesagt, ich hab coolen Vorschlag gemacht für die andere Challenge. Ist wahrscheinlich. Also es wird halt ein bisschen teuer. Da brauchst du einen Ultrasonic Raider, einen Ultra Stealth Raider, einen Ultrasonic Raider und einen von diesem Ding, was auch immer das dieses Jahr war. Aber, naja. Custom Ninjago build or building challenge do you want to see me do next? If you want to see more videos just like this one, I have an entire playlist of custom Ninjago builds and builds. Ich meine,
Dieses Jahr fehlt ja wirklich nur noch mit seiner Dings, wo der wo der eine Building-Scheiß machen will für jedes Ninjago-Set. Dieses Jahr hat jetzt eigentlich fast fertig, ne? Er braucht nur noch die Tournament Temple City und dieses kleine Bike für Sane und die Arena. Dann ansonsten ist er ja damit was fertiger. Das ist cool. Ja, das gut. You combine two of the worst into one of the best and I ain't complaining. Can't wait for the Wildfire Commander Cody Zombie Guy at Snake Warrior Combo Mac. Just imagine, Alter, das Ding wäre halt einfach nur orange. Cody ist orange, die Schlange ist orange, Wildfire, gut. Ist halt rot, aber ich meine, ja, es ist ja auch so. Ich meine, da Hitze ist natürlich auch so ein bisschen rot, orange, so ein bisschen ähnlich wie Feuer, ne? Deswegen der Zombie war jetzt nicht orange, aber ja, fuck it, dann ist der halt auch orange. Beste Idee. Alright, ich habe mir jetzt einfach mal hier geschrieben, do a challenge where you combine every ninja combination vehicle ever. Bonus points if it can fit all 9 ninjas. And also do Shadows challenge, cause I hate Fortnite. Alright. Cool. Aber ja, das war's auch endlich mit diesem Video. Es ist jetzt ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Also es ist mehr als doppelt so lang das Video. Aber, ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese Idee findet mit den allen Ninja Combo Vehicles combined. Und spammt natürlich auch seine Kommentare damit voll, okay? Und ja, dann will ich es auch mal beenden. Also würde ich mal sagen, tschüss.